In Teil 15 geht es um die Geometrie der Auflagerbank. Holen wir uns erstmal hier eine Überschrift, also Ctrl+C, Ctrl+V, und das setzen wir mal hier drunter ab. Und durch Doppelklick können wir es umbenennen, und das ist jetzt eben die Widerlager-Auflagerbank. Gut, im Prinzip ist es ja nur ein Rechteck, aber es ist doch ein bisschen tricky, die richtigen Höhenkoordinaten zu finden. Schauen wir mal hier rein. Das ist ja unser jetziger Stand. Wir sehen den Überbau mit der Höhe des Überbaus, die ja aber variabel ist, entlang der Achse. Und dann sehen wir hier die beiden Flügelwände und die Höhen, das Fundament. So, ich habe das hier mal nochmal versucht so darzustellen, damit wir verstehen, worum es geht. Wir wollen also dieses Viereck hier nun parametrisch gestalten. Das ist ja unsere Auflagerbank. Wir sehen hier also den Überbau, und hier der Kreis soll die Achse darstellen. Und hier an der Stelle X will ich wieder anfangen. Das soll unser Nullpunkt sein für die Geometrieerstellung. Ja, die Breite der Auflagerbank ist recht simpel. Die ergibt sich durch den Abstand der Flügelwände, und den haben wir ja wiederum variabel gestaltet. Und jetzt stellt sich die Frage, wie ist denn die Höhe der Auflagerbank? Und die Höhe der Auflagerbank, die ergibt sich, und zwar ergibt die sich einmal durch die Höhenlage des Fundaments. Auch das haben wir ja variabel gestaltet. Wir können ja das Fundament rauf und runter schieben. Also diese blaue Fundamentfläche, die wir sehen, die ist ja genau hier an dieser Stelle. Also die Höhenlage des Fundaments, und davon abziehen müssen wir die Querschnittshöhe, und die, wie gesagt, ist variabel. Müssen wir uns also die richtige Höhe aus der Querschnittsdefinition entlang der Achse suchen. Und dann habe ich hier mal noch 10 cm vorgesehen für die Kopplung zwischen dem Überbau und der Auflagerbank. So, also die Höhe der Auflagerbank ergibt sich durch Höhenlage Fundament minus Querschnittshöhe minus 10. Gut, also starten wir hier wieder an unserem Punkt 0, und das ist natürlich ein simpler Punkt, den ich jetzt mal hier ablege irgendwo, und wir geben die Startkoordinaten ein, 0, 0, 0. Und von dort wollen wir uns jetzt wieder fortbewegen, wie wir das schon mehrfach getan haben, durch Addition und Subtraktion von Vektoren. Und der erste Vektor, also wäre hier wieder die positive y-Achse, und deswegen addieren. Also brauchen wir einen y-Vektor und wir wollen addieren. Der Punkt geht also hier rein. Und um welchen Wert wollen wir addieren? Um die Hälfte der Auflagerbankbreite, und das ist ja, wie gesagt, der Abstand der Flügelwände. Also brauchen wir die, die Flügelwände. Wo waren die? Hier oben. Abstand der Flügelwände. Da ist es. Also den Wert hole ich mir. So, den Wert hole ich mir, und ja, der soll im Prinzip hier rein, aber wir müssen natürlich noch durch 2 teilen. Und damit wir wissen, wo der herkommt, machen wir hier erstmal ein Relay und schreiben da rein, das soll also die Breite der Auflagerbank sein, die da ankommt. Und wir müssen, wie man sieht, also den Wert durch 2 teilen. Also mache ich hier ein
eine Divisionskomponente und durch 2 teilen heißt hier den Wert 2 reinschreiben. Gut, also das müsste unser erster Vektor sein. Stecken wir da rein. So, dann sind wir also an dem Punkt hier oben und wollen nun weitergehen in diese Höhe der Auflagerbank. Und das hatte ich schon erklärt, was wir dafür alles brauchen. Wir wollen auf jeden Fall in negative x-Richtung uns bewegen, also brauchen wir einen x-Vektor und ein Minus, eine Subtraktion. So, der Wert würde auf jeden Fall da reingehen. Der x-Wert wird da reingehen. So, und wo kriegen wir das jetzt her? Also, wir brauchen als erstes die Höhenlage des Fundaments. Schauen wir mal, wo die herkam. Das war ja hier Widerlage Fundament, Höhenlage. Also den Wert, den brauchen wir. Ich parke den erstmal da, es ist ja noch nicht fertig und mache mir hier auch schon wieder ein Relay und schreibe da schon mal zur Erinnerung dran, dass wir von der Höhenlage des Fundaments noch 10 cm abziehen wollen. Also Höhenlage abzüglich 10 cm für, sage ich jetzt mal, für die Federn. Eins ist zu viel. So. Von der Höhenlage abziehen müssen wir die Querschnittshöhe. Die Querschnittshöhe hatten wir ja definiert hier oben. Das war ja aus unserer Excel-Datei. Sie erinnern sich, sie war variabel und änderte sich von 1,50 m auf 2,80 m und wieder zurück auf 1,50 m. Und wir suchen jetzt den Wert an dieser Stelle und das ist ja unsere Station und die Station Nummer 10 ist es. Hier Placement 10. Das ist also unsere Station, an die wir wollen. 20 war das mittlere Auflage, wo die Stütze steht und 30 ist das Auflage auf der anderen Seite. Also die 10 müssen wir uns merken und jetzt müssen wir natürlich schauen, wie wir hier aus dieser Achsen äh, Höhendefinition aus diesen Variablen den richtigen Wert rausfinden. Ich könnte natürlich auch einfach 1500 schreiben, aber ich will es ja variabel halten. Wenn wir diese Höhe hier ändern sollten, dann soll es ja trotzdem noch richtig sein. Das bedeutet, wir brauchen irgendwie eine Komponente, wo wir diese Variablen abfragen können. Und zum Glück gibt es diese Komponente. Die finden wir hier bei der Sophistic unter Axis-Based Modeling und sie heißt Evaluate Axis Variable. Und die setze ich mir hier ab. Ja, rein geht also die Ax-Variable, klar. Können wir direkt mal da wieder hochgehen. Ja, also hier den Wert wollen wir haben oder die Werte wollen wir haben und Station, haben wir gesagt, sollte Station 10 sein. Da haben wir das. Wenn wir jetzt hier mal abfragen, dann sehen wir, da kommt 1500 an. Das ist eben, weil wir in der Excel-Tabelle mit Millimetern gearbeitet haben. Aber jetzt müssen wir das in Metern ja eingeben, weil die anderen Werte, die wir hier abfragen, die Breite der Auflagerbank und so weiter, die haben wir ja in Meter definiert. Also müssen wir jetzt hier durch 1000 teilen. Ich mache also eine Divisionskomponente. Jetzt da den Wert rein und ja, teile durch 1000. Also hier
Set Item 1000. Und so, schauen wir mal. Genau, dann haben wir also nur noch 1,5 übrig. Und wir wollen ja diese 1,50 Meter jetzt abziehen von hier der Höhenlage des Fundaments. Also brauchen wir eine Subtraktionskomponente von hier, wo wir den Wert abziehen. Dann kommt 1,50 raus, also von oben kommen jetzt zufälligerweise 3 Meter, hier 1,50 Meter, sind wir auf 1,50 Meter. Und dann, da als Erinnerung hatte ich mir hingeschrieben, 10 Zentimeter wollen wir noch abziehen. Da kann ich jetzt also den schon mal hier reinstecken. Und ja, die 10 Zentimeter abziehen können wir jetzt hier wieder über die rechte Maustaste mit Expression machen von unserem Wert, also minus Punkt 1. So, da sieht man schon, wenn ich das jetzt hier abfrage, sehe ich, bleibt eben 1,40 Meter übrig und das ist das, was wir wollen. Das ist also bei unseren jetzt eingestellten Variablen die Auflagerbankhöhe 1,40 Meter. Ja, der Rest ist wieder simpel. Von hier nach da unten, also y negativ. Wir brauchen einen y-Vektor und wir brauchen einen Minus, eine Subtraktionskomponente. Der geht da rein. Der geht da rein. Und welcher Wert ist es? Es ist diesmal die gesamte Breite der Auflagerbank. Also das hier. Okay. Und dann nur noch einmal zurück. X Richtung positiv. X plus hinein, hinein. Und welcher Wert? Ja, es ist wieder der gleiche Wert von gerade, den wir uns hier mühsam erstellt haben. Gut, wollen wir mal kontrollieren. Irgendwo müssen die Punkte sein. Schauen wir mal hier hin. Also, das ist unser in grün hervorgehobener Startpunkt, also das X. Dann gehen wir einmal nach oben, nach da. Jetzt nach links, das ist der Punkt, also die 1,40 Meter in dem Fall. Wieder zurück nach da und zurück nach hier. Und da sehe ich gerade schon visuell, dass hier die 10 Zentimeter noch fehlen. Die müssen wir hier natürlich jetzt auch einmal noch eintragen. Expression x minus Punkt 1. Ja, und jetzt liegt der Wert auch hier genau an der richtigen Stelle. So, das Ganze wollen wir wieder in ein Merge stecken, also zusammenführen. Ja, also erster Punkt, zweiter Punkt, dritter, vierter und der fünfte Punkt. Gut, das haben wir also und jetzt brauchen wir nur noch wieder das zu machen, was wir schon ein paar Mal gemacht haben. Wir wollen das Ganze, ich schiebe das hier mal weg, wir wollen das Ganze ja jetzt wieder nach da oben transformieren oder verschieben zunächst mal, um zu sehen, ja, um es einfach abzustimmen auf die richtige Lage und um es etwas übersichtlicher zu gestalten. Ja, dafür brauche ich das nicht alles neu zu erfinden. Das haben wir ja schon ein paar Mal gemacht. Wir holen uns also wieder von hier oben die gleichen Komponenten. Das war dieser Slider und dieser und das hier und den Vektor. Wir addieren und wir machen dann eine geschlossene Polylinie daraus. Ctrl C, Ctrl V.
das da natürlich löschen. Das ist der falsche Merge. Ja, liegt eigentlich schon ganz gut hier. Also müssen jetzt nur noch den Merge hier hineinstecken. Ja, wir stellen fest, da ist irgendwas schiefgegangen. Also das Polygon sieht hier nicht aus, wie wir es erwartet haben. Und ja, diese gestrichelte Linie hier, die hat mich auch schon stutzig gemacht. Ich habe auch eine Idee, was da passiert ist. Und zwar, wenn wir hier nochmal reinschauen, oder schauen wir hier mal hin, im Merge kommt hier etwas Merkwürdiges an. Wir haben zwei Punkte aus einer Liste. Also hier sehen wir diese geschweifte Klammer 0 und die nächsten drei Punkte, die kommen aus einem Tree, also aus einem Baum, 0,0. Ähm, Jetzt schauen wir mal, wo das herkommt. Der dritte Punkt, der kommt ja hier aus unserer Evaluate Access Variable. Das hätte ich eben wahrscheinlich auch schon merken müssen, wenn ich darauf geachtet hätte. Genau, also hier sieht man, hier kommt schon 0,0 an, also keine Liste. Und wir verbauen jetzt hier also Listenwerte mit Tree-Werten. Ich versuche Ihnen das mal ganz kurz grundsätzlich zu erklären. Ansonsten also, gibt es da auch gute Erklärungen im Internet über YouTube zu finden, aber kurze Erklärung. Also eine Liste sieht so aus, man hat also eine geschweifte Klammer und es gibt zu jeder Liste dann Indexwerte. Wir haben hier also 6 Indize, beginnt in der Regel immer mit 0 und geht bis 5, haben wir also eine Liste mit 6 Indize. Und wenn man jetzt noch eine zweite Liste dazu macht, also 1, die wieder in dem Fall 6 Indize hat, muss nicht die gleiche Anzahl sein, ist egal, hat man auf jeden Fall jetzt einen Tree, also einen Baum mit zwei Ästen und der Baum besteht aus zwei Listen. Also Baum mit zwei Ästen und jeweils 6 Indize. Und nun kann man, und das werden wir jetzt gleich hier machen, über den Befehl flatten aus einem solchen Tree wieder eine Liste machen. Das Ganze geht natürlich auch noch weiter, wenn man mehrere Listen, mehrere Äste hätte, dann könnte man mit Flatten immer eine Stufe verringern. Wir brauchen jetzt hier nur eine Stufe zu verringern. Wir wollen nämlich aus einem Baum mit diesen 2 mal 0 bis 5 Indice eine Liste machen mit 12 Indice, nämlich von 0 bis 11. Also flatten, das ist das, was wir brauchen. Und zwar hier. An der Stelle können wir nochmal ein Panel machen. Also 0, 0. Jetzt sage ich hier rechte Maustaste und da ist der Flatten-Befehl. Graphed ist übrigens genau das Gegenteil. Also wir machen Flatten. Ja, und dann hat man jetzt hier gesehen, das ist aus 0,0 0 geworden, also eine Liste. Und das mache ich jetzt hier auch. Flatten. Ja, und jetzt sieht man, jetzt ist auch das Ergebnis korrekt. Den kann ich wieder löschen. Jetzt haben wir also eine Liste. Jetzt ist auch diese Linie hier nicht mehr gestrichelt. Und jetzt ist auch das Polygon ordentlich geschlossen. Wunderbar, haben wir das also auch gelöst. Dann würde ich sagen, wir machen im nächsten Video weiter.